Ja, hallo, hier ist der Chris. Ich darf euch herzlich willkommen heißen auf der diesjährigen Bespoke. Wir sind wieder in Dresden am Flughafen und zeigen euch sehr viele spannende Fahrräder. Wir starten jetzt als erstes mal mit den Mountainbikes. Ich habe außerdem die große Freude bzw. sogar die Ehre, ich darf den Best MTB Award verleihen. Das hat mich ein bisschen kalt erwischt, aber ich freue mich natürlich sehr und ihr seht dann gleich, was gewonnen hat. Wir sind hier bei Ecto5, natürlich immer ein Highlight hier in Dresden. Lokaler Hersteller, abgefahrene Räder. Ich hatte damals schon das P-Train hier im Test, nagelneu, das iTrain 2. Zweite Auflage des Fahrrads mit verschiedenen Federwegen am Hinterbau von 120 bis 140, wenn mich nicht alles täuscht, kombiniert mit einer 150 mm Gabel. Und das erste iTrain kam noch mit Kettenstreben von Nicolai. Und wenn ich mir das jetzt so anschaue, dann sind die hier auf jeden Fall auch gefräst, also wahrscheinlich alles in-house. Ja, spannendes erstes Highlight hier direkt. Ich muss mir das Rad mal noch im Detail angucken. Das Spannende bei Ecto5 ist, dass sie eine super, super hohe Fertigungstiefe haben. Also hier kommt fast alles aus der Fräse. Der Hauptrahmen wird in zwei Hälften gefräst und dann zusammengeklebt. Es sind nur einige kleine Schrauben, die das Ganze zusammenhalten zusätzlich. Ähm, Ansonsten Leitungsführungen, Hinterbau, alles kommt hier aus der Fräse, hat eine super, super wilde Optik dadurch, polarisiert sicherlich, lässt sich natürlich schön anodisieren als Aluminium und erlaubt natürlich auch dadurch, dass es gefräst ist, den Einsatz von hochfesten Aluminiumlegierungen, die sich ansonsten nicht schweißen lassen. Das iTrain ist das kleinere Rad aus dem Portfolio. Wie erwähnt, gibt es außerdem noch das P-Train. Das vom Teamfahrer steht hier nebendran. Da gibt es gleich auch noch ein paar Schnittbilder. Schön dreckig von der EWS, rennerprobtes Fahrrad. Es wird immer viel ausprobiert bei Ecto5, von der Bremsmomentabstützung über verschiedene Federwege. Durch die kompakte Größe hat der Hersteller auf jeden Fall eine sehr, sehr große Flexibilität, was das ganze Testing angeht. Immer wieder spannend, auf jeden Fall die Bikes hier zu sehen. Ja, wir haben hier den Simon Metzner, Gründer von Ecto5 Cycles. Simon, kannst du uns kurz erklären, was es mit dem neuen iTrain auf sich hat? Wir haben ein paar richtig coole Features mit eingebaut, wie zum Beispiel Adjustable Pivot. Das bedeutet, man kann den Hauptdrehpunkt vom Hinterbau, also den Hauptdrehpunkt der Schwinge, in 4 Positionen einstellen. Damit kann man relativ gut Einfluss nehmen auf Anti-Squat-Verhalten des Rahmens und kann den Rahmen sehr gut anpassen, wie effizient der sein soll beim Treten. Und in der höchsten Einstellung das ist eine richtig extreme Einstellung, wo du extrem viel Anti-Squat hast, ähnlich wie das P-Train. Das muss man aber dann allerdings kompensieren mit Systemen wie O-Chain oder also so Anti-Pedalrückschlagssysteme. Aber das ist extrem cool, weil das iTrain dadurch einfach nur vorwärts geht beim Treten. Und ich persönlich bin ein Fan von sehr viel Anti-Squat. Das P-Train hat schon super viel Anti-Squat und das hat sich auch in den, sage ich mal, Rennerfahrungen, die wir gemacht haben, sage ich mal, sehr gut bewahrheitet, dass das der richtige Weg ist. Für die Nerds, wo sprechen wir da anti-squat technisch? Bis zu 180% teilweise in den kleineren Gängen. Vor allem in den kleineren Gängen ist es für mich wichtig, weil das sind ja die Sprintgänge. Wenn man jetzt zum Beispiel im Trail-Einstieg nochmal voll beschleunigen will, damit man dann in den Downhill-Sektionen oder in den Kurven richtig Spaß hat, dann ist man ja im Wiegetritt und beschleunigt im kleinen Gang, also zum Beispiel im 14er Ritzel hinten. Und da ist es für mich wichtig, dass genau dort das Anti-Squat-Verhalten stimmt. Das Adjustable Pivot-System ist quasi am Hauptdrehpunkt der Kettenstrebe. Und man sieht hier diesen Flip-Chip durchblitzen. Mit dem kann man 4 Positionen einstellen. Und diese 4 Positionen nehmen Einfluss auf das Anti-Squat-Verhalten und natürlich auch das Pedalrückschlagverhalten. Und für einen, sage ich mal, Normalkunden kann man das einfach fest einstellen in die Position 2. Und man kann natürlich auch ins Extreme gehen, wie gesagt, aber dann muss man dann natürlich Systeme wie O-Chain und so weiter berücksichtigen. Und wir haben auch hier quasi Mallet-Kit. Durch Umbau dieses Teil kann man das Rad auch mit Mallet-Hinterrad fahren, also 650B. Generell Adjustable Ride-Konzept ist ja eh unseres, das heißt einstellbarer Lenkwinkel, einstellbarer Hinterradgröße, einstellbarer Federweg. Das iTrain hat natürlich jetzt mit diesem Adjustable Pivot Konzept auch einen einstellbaren Anti-Squat, was es natürlich auch
zu einer super coolen Experimentierbasis macht, was für mich sehr wichtig ist, denn ich bin ein Fan von einfach experimentieren, verschiedene Setups durchprobieren, verschiedene Dinge testen. Aber man muss es nicht machen. Wenn jemand das nicht will, der kann sich natürlich von mir auch beraten lassen. Ich gebe da die Empfehlung ab, für jeden das optimale Setup einfach grundeinzustellen und der Kunde bekommt das Rad einfach so geliefert, wie er es am besten fahren sollte. Was kostet der Spaß? Wie viele Größen gibt es und wie viele Farben gibt es? Also der Rahmen kostet 6.000 Euro. Es gibt 3 verschiedene Größen. Das, was wir hier sehen, ist die mittlere Größe, die S2. Und es gibt verschiedene, also wirklich viele verschiedene Farben, kann ich jetzt gar nicht in Ziffern benennen. Also wir haben Blau, Grün, Rot, Schwarz natürlich, wir haben Raw, wir haben Silber, wir haben ein schönes Grau und natürlich auch ein schönes Champagner. Das ist so ähnlich wie von dem Intendämpfer hier, das Teil. Und da kann man eigentlich sagen, dass fast jeder Rahmen ein Unikat ist. Sehr schön. Danke dir. Gerne. Nächstes Bike, wir sind hier beim Stand von Hoon Cycles. Die haben dieses Jahr ein Trail XC-Bike mit im Programm. Komplett aus Stahl, nicht mehr aus Titan, mit zum Teil wieder 3D-gedruckten Teilen, aber auch klassischen gegärten Rohren und Schweißverbindungen. Super optisch ansprechendes Fahrrad. Ich finde es total klasse, super fancy, spannende Lackierung. Das Fahrrad bzw. der Rahmen kostet 3.200 Euro. Es gibt ihn in 3 Größen von M bis XL und in 4 Farbvarianten. Das Rad kommt wahlweise mit 108 mm oder 120 mm am Dämpfer und wird dann kombiniert mit einer 130er Gabel bei 120 mm Federweg hinten oder einer 120er Gabel, wenn man den kürzeren Federweg fahren will. Einsatzbereich ist Trail bis XC. Und Ziel für dieses Fahrrad vom Gewicht her war unter 13 Kilo fürs Komplettrad, was ich finde bei einem Stahlrad schon sehr, sehr niedrig ist. Mein Hardtail wiegt auf jeden Fall mehr. Cool natürlich auch die Ausstattung hier mit Intent-Fahrwerk und Bremsen. Wir haben Ingrid-Antrieb und die mitlackierten Bike-Ahead-Laufräder mit den Ultra Dynamico-Reifen. Ist schon ein richtig cooles Konzeptbike und ich bin sicher, dass es auch auf dem Trail richtig gut funktioniert. Es gibt hier natürlich nicht immer nur selbstgemachte Fahrräder. Wir haben hier auch mal sowas wie ein Yeti ARC in Custom-Lackierung. Das Ganze sieht mir aus wie selbst bemalt, super fancy im Bikepacking-Setup. Also auch die Fahrräder, die hier nicht aus der Manufaktur stammen, sind hier auf jeden Fall besonders. Bei Atherton Cycles sehen wir 2 verschiedene Produktionsarten. Wir haben einmal additive Fertigung und einmal subtraktive Fertigung, jeweils im 170 mm Setup, das AM 170 und das S 170. Spannende an den Bikes ist, sie sind mit einer Muffenkonstruktion gemacht und dann werden Rohre eingeklebt. Beim AM-Modell haben wir Titandruck und es werden Carbonrohre eingeklebt. Beim subtraktiven, also beim S170, sind das ganze Alumuffen, die vielleicht sogar in Deutschland gefräst werden. Und das Ganze wird mit Alurohren nochmal verklebt. Das Ganze ist natürlich hier fast unser Local Hero, Andreas Kolb, sein Arbeitsgerät. Super erfolgreich im World Cup die letzten Jahre. Und natürlich, ja, dahinter stehen die Athertons, haben ihren eigenen Bikepark zu Hause, ideale Testbedingungen, ganzjährig, also echt eine coole Firma. Ich konnte da tatsächlich schon mal im Headquarter vorbeigucken und habe gesehen, wie so ein Satz Muffen gedruckt wird. Die Nachbearbeitung haben wir nicht gesehen, die dauert nämlich auch ganz schön lange, aber insgesamt ein super spannendes Produkt. Ja, und wie gesagt, im World Cup auch extrem leistungsfähig. Wir sind hier bei Current Components, bekannt für den viereckigen Lenker und Vorbau, haben jetzt auch ein Fahrrad in der Mache. Was wir hier sehen, ist ein komplett selbst gefertigtes Fahrrad. Das einzige Teil, was nicht aus der eigenen Fertigung stammt, ist die Sitzstrebe. Da wurde auf einen Fremdhersteller zurückgegriffen. Ansonsten sehr, sehr spannendes Teil. Hier werden die Formen selbst gefräst, das Carbon-Layup selbst gemacht. Und die Formsprache orientiert sich sehr, sehr stark an dem Kraftfluss. Also hier soll alles kraftflussoptimiert angelegt sein. Da, wo die Kräfte ziehen, ist Material und eben dann auch ein Rohr. Das sorgt für diese sehr, sehr außergewöhnliche Optik mit dem tiefen Einstieg. Und ja, super spannendes Fahrrad auf jeden Fall.
Plan für die Zukunft ist auf jeden Fall auch, den Hinterbau aus Carbon zu fertigen. Das Ganze natürlich dann auch in-house und damit so diese letzte Komponente, die extern gefertigt wird, rauszunehmen. Das Projekt befindet sich aktuell noch im Prototypenstatus. Der Kalle guckt hier, wie das Feedback ist, wie die Resonanz auf das Fahrrad ist, ob es Kunden gibt, die Interesse haben, möchte allerdings auf jeden Fall das Rad zur Serienreife bringen und dann auch verkaufen. Bis dahin, er meinte jetzt, dass er nächstes Jahr vielleicht hier steht mit einem serienreifen Fahrrad, das er dann auch verkaufen möchte. Das Fahrrad hat vorne 170 mm Federweg, hinten, je nachdem, welche Wippe und welche Dämpferlänge drin montiert sind, zwischen 150 und 160 und soll dann in etwa 5.500 € kosten. Wir sind hier bei BTR Fabrications. Vor uns steht das Gesser, das Downhill-Bike. Ein komplett aus Stahl gefertigtes Rad, super spannend. Hier entgegen des Trends kein High Pivot, aber mega cool aufgebaut, mit eigenen Pedalen hier selbst geschweißt und super spannende Ausstattung. Das Coole an dem Fahrrad ist aber auch ein Stück weit die Geschichte dahinter. Und zwar ist es das private Rad von Burf, dem Schweißer von BTR, der sich dieses Fahrrad gebaut hat, um sich einen Traum zu erfüllen. Und zwar wollte er mit diesem Rad einen Trip nach Schladming machen. Wer sein Instagram verfolgt hat, der hat gesehen, dass es um dieses Fahrrad auf jeden Fall immer sehr, sehr spannenden Content gab. Das allererste Rad aus dieser Reihe, was gebaut wurde, wurde auf Instagram komplett dokumentiert und man konnte live mitfiebern, wie die Post in UK reihenweise Termine versäumt hat und Burf es trotzdem geschafft hat, den Rahmen fristgerecht an seinen Kunden zu liefern, der damit in den Urlaub fahren wollte. Also super coole Geschichte. Ich finde ein mega cooles Rad. Downhill-Bikes sind einfach immer noch einfach die geilsten Fahrräder, kann man sagen, was man will. Ja, wir sind hier bei Christoph Süß und Sauer Bicycles, ein kleiner Hersteller aus Dresden. Sie haben dieses Jahr 2 Fullies ins Programm aufgenommen, nach doch sehr langer Entwicklungszeit. Ich glaube, viele haben schon auf die Räder gewartet. Jetzt sind sie endlich da. Hauptrahmen aus Stahl, mega schön gemacht. Hinterbau, ein tolles Kollaborationsprojekt zwischen Nicolai und Ecto5 und Sauer. Die Kettenstreben kommen von Nicolai, die Sitzstreben und der Rocker kommt von Ecto5 Cycles. Und herausgekommen ist hier das eine von den beiden Fullies, das Double Chock. Ist das mit etwas mehr Federweg, vorne bis zu 160 mm und hinten bis zu 148 mm. Und ich finde, das Rad hat vor allem auch eine wunderschöne Lackierung. Auch spannende Geometrie. Der Rahmen vom Double Chock kostet 3.499. Ist verfügbar in 3 Größen von M bis XL. Das kleinere Modell, das, ich muss kurz spicken, Cowboy Cookie, gibt es in 4 Größen von S bis XL. Und Farbe ist Custom. Man kann sich hier in der bunten Farbpalette aussuchen, was man denn möchte. Wir stehen hier vor einem Fahrrad, das habe ich noch nie gesehen. Das kommt hier tatsächlich selten vor. Es ist schon so, dass man die meisten Marken kennt und so ein bisschen im Vorhinein mitbekommt, was sie so machen, beziehungsweise viele Produkte auch schon gesehen hat. Aber Kabuff Cycles, das habe ich tatsächlich noch nicht gesehen. Mega cooler Stahlrahmen auch hier, gelötet mit einem abgestützten Eingelenker. Ich finde es mega fancy lackiert, vorne mit Klarlack, dann einen Fade in das Blau rein und am Hinterbau das gleiche. Von hinten raus ins Rot reingefadet, mitsamt der Kurbel, der Stahlkurbel. Also spontaner Fund, aber ich bin begeistert. Leider ist niemand hier, der uns genaueres zu dem Fahrrad verraten kann. Also liebe Kabuff Cycles, meldet euch doch gerne nochmal, um uns ein paar Eckdaten zu verraten zum Thema Preis, welche Größen gibt es und alles weitere. Vielen Dank. Wir fahren hier gerade auf der Rolltreppe und können ein spontanes Interview führen. Wie gefällt Ihnen die Messe? Ich bin Bussicherheitsbeauftragter hier mit. Gefallen Ihnen Wir die finden Fahrräder? viel Wuling, aber ich kann so noch nicht groß sagen. Okay, vielen Dank. Ja, wir sind gerade nach unten gefahren. Letztes Jahr hat die komplette Messe im oberen Bereich stattgefunden. Wir haben dieses Jahr sehr viel mehr Aussteller. Ist eine gesamte Ebene noch dazugekommen. Und hier gucken wir jetzt gleich mal noch weiter.
nach spannenden Highlights. Hier haben wir jetzt was ganz Spannendes dabei, und zwar ist das ein Fahrrad, was in Kooperation zwischen Hoon Cycles und Tallbike Tommy entstanden ist. Die genaue Reise, die er mit dem Fahrrad vorhat, kann ich euch jetzt nicht rezitieren, aber dahinter steckt ein Spendenprojekt für die Deutsche Krebshilfe. Also guckt auf seinem Instagram-Kanal vorbei und lasst ein paar Euro da. Das Ganze ist für den guten Zweck. Jetzt gucken wir uns das Rad aber mal im Detail an, und das ist richtig abgefahren. Wer hat schon mal eine Federgabel mit einem Gabelschaft gesehen, der so lang ist? Also ich glaube, ich habe bisher noch nie eine gesehen. Das hier ist eine von Intent, Upside Down. Und der Gabelschaft sieht aus, als hätte er auf jeden Fall gut über einen Meter. Ansonsten Pinion angetrieben. Auch da, wer hat schon mal einen so langen Riemen gesehen? Vielleicht mal an einem Longtail, aber auch eher eine Seltenheit. Ja, also super interessantes Fahrrad, spannende Lösungen dran. Ich finde es geil. Ein Hochrad mit Dropper-Post, mit Federgabel, mit Stollenreifen. Ist auf jeden Fall eine ganz besondere Interpretation von Mountainbike, aber ich finde, das ist ein Fahrrad, das hat richtig Charakter, auch mit der Story, die dahinter steht. Coole Sache. Nach dem Hochrad sind wir weiterhin im Pinion-Bereich und haben hier ein Vertigo von Project 12 Cycleworks. Ich finde es ein richtig cooles Fahrrad, weil es mit sehr filigranen Streben gebaut ist, weil so ein paar verschnörkelte Laserbleche mit dran sind. Macht im Bereich Stahl, Mountainbike Fully richtig was her, weil viele ansonsten schon immer noch mit sehr großen Rohrdurchmessern arbeiten. Und das sticht für mich auf jeden Fall besonders hervor in dem Bereich. Man sieht auf jeden Fall, das Rad wird gefahren, angetrieben von einem Pinion-Getriebe. Ansonsten auch hier ein Intense-Back mit der Gabel. Und wir haben Trickstuff-Bremsen dran. Ja, richtig schönes Fahrrad. Unkonventionell, aber gefällt mir richtig gut. Es gibt hier auf der Messe natürlich sehr, sehr viel Metall zu bestaunen. Ein kleiner Kontrast dazu kommt von Bike Ahead Composites. Der Rahmen wird in Europa produziert, passt also damit auch super gut zu dieser Messe und wiegt unter 800 Gramm. Ist jetzt nicht ganz meine Welt vom Fahrradtyp her, muss ich ganz ehrlich zugeben, aber ich finde es trotzdem super cool, dass so ein Hersteller hier in Europa Fahrräder mit so einem niedrigen Gewicht bauen kann. Und das ganze Fahrrad, finde ich, steht super gut da, ist ein cooler Aufbau. Ganz aufs Metall konnten sie natürlich nicht verzichten. Deswegen wahrscheinlich die Titankurbel. Wir haben hier einen Prototyp von 18 Bikes, der am Stand von Xeno Hubs steht. Das Spannende an der Narbe ist, sie hat den Freilaufmechanismus auf der Bremsseite. Jetzt aber zu dem Fahrrad hier. Aufgefallen ist es uns nicht nur wegen dem riesen Spacer-Turm, sondern auch, weil es ein wildes Gerät ist. Wir haben einen abgestützten Eingelenker, größtenteils aus Stahl, geschweißt, eine Bremsmomentabstützung mit drin und hier eine Abstützung mit Aluwippen. Springt einem auf jeden Fall relativ schnell ins Auge, wenn man hier drüber schlendert, und ist auf jeden Fall ein cooles Stück Handwerk. Wir sind hier am Stand von Schwalbe und hier gibt es gleich eine ganze Riege cooler Bikes. Es geht los. Wir hatten heute schon echt viele Fullies, aber wir haben hier noch eins dabei, und zwar ist das ein Dorley. Wir haben hier mal ein bisschen anderes Hinterbau-Layup. Die meisten Fahrräder, die wir bisher so gezeigt haben, hatten einen vertikalen Dämpfer, so rum. Jetzt haben wir hier einen horizontalen Dämpfer. Dorley Bikes, guckt euch auch gerne auf Instagram an, haben ein Long-Travel-Modell und ein Short-Travel-Modell. Das hier müsste das kürzere von den beiden sein. Auch mit einer sehr auffälligen Lackierung, so Marble-mäßig. Gefällt mir sehr, sehr gut. Weiter geht es von Stahl zu Titan. Das Craftbikes Titan Hardtail sieht sehr ähnlich aus wie der letztjährige Gewinner des MTB Award. Also vielleicht mal gucken, ob das hier wieder einen Award gibt. Coole an dem Fahrrad ist, wir haben eine Kombination aus 3D-gedruckten Titanteilen und aber auch geschweißten Nähten. Craftbikes ist es sehr wichtig, beides an ihrem Fahrrad zu zeigen, um einfach zu zeigen, hey, A, können wir mit 3D-Druck umgehen, B, können wir aber auch einfach einen Schweißbrenner halten und eine schöne Naht ziehen.
Cool, vor allem die Dropouts, also bremsseitig finde ich richtig schön, die Hinterradbremse so ins Dreieck zwischen Ketten- und Sitzstrebe integriert. Die Yokes an den Sitzstreben, an den Kettenstreben sind toll geworden, das Steuerrohr ist toll geworden. Alles in allem ein cooles Fahrrad. Gibt es bisher nicht als Rahmenset, beziehungsweise als Rahmen. So wie es hier steht, kostet das Ding 10.600 Pfund. Und dann haben wir hier noch ein drittes Fahrrad und das ist von einem alten Bekannten, der liebe Micha, der auch letztes Jahr schon den MTB News Bike of the Year Award gewonnen hat mit seinem Trailbau Hardtail. Hat hier sich wieder was Tolles ausgedacht, hat ein lustiges Fahrrad. Highlight an dem Fahrrad ist auf jeden Fall vorne das Bierfass, beziehungsweise in dem Fall, beziehungsweise im Messefall, ein Gummibärchenspender. Liebe Grüße gehen raus an Micha, you know who you are und weiter. Ein Fahrrad, das ihr bestimmt schon öfter gesehen habt, ist das Seaduro Opona. Spannende Fertigung bei dem Fahrrad. Es wird aus Carbonfäden quasi gewickelt, diese Rohre. Wir haben dazu gerade ein Video gezeigt bekommen. Das bedeutet, hier werden erst die Fäden in so einem Loop gewickelt und dann so herum, um die Spannung zu erzeugen. Sehr besonderes Fertigungsverfahren. Das Fahrrad war letztes Jahr auf den Craft Bike Days schon da, wird jetzt offiziell auch angeboten. Der Rahmen kostet 3.860 € als RAW-Modell ohne Dämpfer. Und an diesem Modell gibt es jetzt auch UDH und die Möglichkeit, eine Transmission zu fahren. Das Komplettrad hier, wie immer, spannend ausgestattet, viel Carbon. Besonderes Highlight ist die Carbonite-Gabel von Intent. Wir haben heute schon sehr viele Intent-Gabeln gesehen, aber bisher noch keine mit Carbon-Rohren. Das ist hier auf jeden Fall noch ein Highlight, was man herausziehen kann. Und ja, ansonsten auch Bremsen natürlich wieder Intent, Dämpfer Intent und abgerundet wird das Ganze von einem SRAM-Spec mit Transmission und Reverb. Letzter Stopp heute. Wir sind hier beim SRAM Scholar Program. Also bei der Bespoke gibt es ein eigenes Programm, was für die LGBTQ-Community eine Plattform bietet. Sie bemühen sich sehr darum, dass das Ganze inklusiv ist. Und hier stehen wir vor dem wahrscheinlich größten Fahrrad der Show, mit Ausnahme der Lastenräder. Es ist ein Good Grief. Ich finde es super spannend. Ich weiß zwar nicht, welchen Zweck die zusätzlich eingezogenen Streben haben. Voraussichtlich Stabilität, aber optisch auf jeden Fall ein absolutes Highlight. Und wie gesagt, das ist ein wirklich großes Fahrrad. Hardtail mit flachem Lenkwinkel, langen Kettenstreben, Full 29, viel Federweg, lange Gabel, mega cooles Ding. Gefällt mir richtig gut. Das würde ich so auch mal ausprobieren. So, wir sind fertig mit dem Rundgang, was die Mountainbikes angeht. Es gibt natürlich noch einige mehr hier, die wir jetzt nicht beleuchtet haben, die wir zum Teil letztes Jahr schon gecovert haben. Zum Thema Preisverleihung. Wir schneiden da mal kurz rüber, damit ihr sehen könnt, wem wir dieses Jahr den Bespoke Award Best Mountainbike in Show gegeben haben. Viel Spaß! Can I go Christoph Spath here for Best Mountain Bike? Okay. Yeah, hi. Third place goes to Sauer Bicycles, a local brand, but not only to Sauer, but also to Ecto5 and Nikolai, because they made a brilliant collaboration frame. The chainstays are welded at Nikolai, and the seat stays and rocker are manufactured at Ecto5. So, brilliant bike, really love it, and kind of has the spirit of this whole community to collaborate and help each other. So, love that. Thanks. Second place, can everybody that has ridden a downhill bike recently sign up? Nobody? Downhill bikes are fucking rad. And you, my friend, know it. BTR Fabrication, second place. Woo! First place, they have two bikes on the show here. The first one has already been mentioned. It's a tall bike. The second one is also really fancy. It's Hoon Bicycles with their trail / cross-country bike. I really love the whole concept of it, the whole manufacturing. It's both 3D printing and welding combined. The paintwork is awesome.
I see some people might not like it, but I really dig it. So yeah, Ralph, please come up and get your vegetable. It's the broccoli. Thanks very much. Broccoli. Im Hintergrund läuft gerade noch die Verleihung. Das war Bespoked heute Award-Verleihung. War mega cool, hier auch einen Award rauszupicken. Ich hoffe, ihr könnt anhand des gesamten Contents, den wir produzieren, nachvollziehen, wie unsere Wahl hier ausgefallen ist. Hat mega Spaß gemacht, war eine coole Aufgabe und ja, man muss sich einfach nochmal ganz anders mit diesem Thema beschäftigen. Und ja, ich freue mich mega, dass ich das hier machen durfte, auf der Bühne stehen und einmal vor so vielen Menschen sprechen. Danke auf jeden Fall fürs Zuschauen. Das waren die Mountainbike-Highlights. Wie ihr wisst, wir haben auch noch Rennrad-News und Nimm's Rad. Auch da werden wir noch ein paar Highlights präsentieren. Guckt da vorbei. Es sind auch viele coole Fahrräder noch dabei. Das war es jetzt aber mit den Mountainbikes und der Award-Zeremonie. Danke fürs Zuschauen. Bis nächstes Jahr.